Hallo, herzlich willkommen zu dieser Lichtspieldarbietung auf der Netzseite Deine Röhre. Freut mich wirklich sehr, dass ihr als Gemeinschaft dabei seid und es würde mich auch freuen, wenn ihr am Ende des Videos ein Mag ich geben würdet. Klingt irgendwie ein bisschen seltsam, oder? Aber so oder so ähnlich könnte es sich anhören, wäre nicht Englisch, sondern Deutsch die dominierende Sprache auf der Welt. Wie würde diese Welt dann aussehen und vor allem, wie wäre die Geschichte verlaufen? Genau darum geht es jetzt und ich kann euch schon mal sagen, zumindest einer der beiden Weltkriege wäre uns eventuell erspart geblieben. Die Geschichte, mit der wir dieses Video starten, die kennen viele von euch wahrscheinlich schon. Irgendwann Ende des 18. Jahrhunderts gab es in den gerade neu gegründeten Vereinigten Staaten von Amerika eine Abstimmung. Und zwar darüber, welche Sprache künftig die offizielle Sprache des Landes werden sollte. Zur Auswahl stand auch Deutsch. Das Rennen ging los, das Repräsentantenhaus stimmte ab und entschied sich letztendlich für Englisch. Mit einer Stimme Mehrheit. Und diese eine Stimme kam ausgerechnet von einem Deutschen, nämlich von Frederik August Konrad Mühlenberg. Dieser Deutsche hat gesagt, Englisch ist wichtiger als Deutsch. Und so wurde Englisch die Sprache der Vereinigten Staaten von Amerika und letztendlich auch zur Weltsprache und ist bis heute die dominierende Sprache überall auf der ganzen Welt. Wenn ihr diese Geschichte schon mal gehört und vielleicht auch weitererzählt habt, muss ich euch leider sagen, sie ist komplett falsch. Wobei nicht ganz komplett eine Sache stimmt, nämlich der Name Frederik August Konrad Mühlenberg. Diesen Mann hat es tatsächlich gegeben. Das war ein Deutscher, der als Politiker in dieser Zeit in den USA ziemlich einflussreich gewesen ist. Aber die wahre Geschichte, die geht so. Januar 1774. Eine Gruppe deutscher Auswanderer oder Einwanderer, je nachdem wie man das sieht, legt dem Repräsentantenhaus eine Petition vor, also eine Bitte. Und in dieser Petition heißt es, künftig sollen doch bitteschön alle Gesetzestexte nicht nur auf Englisch, das war schon damals die vorherrschende Sprache, sondern auch auf Deutsch erscheinen. Das Repräsentantenhaus stimmt darüber ab und das Ergebnis, 42 Stimmen sagen Nein, 41 Stimmen sagen Ja. Und unter diesen 42 Nein-Stimmen ist auch die Stimme von Frederik August Konrad Mühlenberg. Er sagt, wer ein echter Amerikaner werden möchte, der muss auch die Sprache lernen, die hier vorherrschende Sprache. Denn das ist ganz interessant, bis heute gibt es gar keine offizielle Landessprache bzw. offizielle Amtssprache in den USA und darüber wurde auch niemals abgestimmt. Es ging damals eben nur um Gesetzestexte. Die Frage ist aber natürlich, warum hat sich diese Geschichte dann so durchgesetzt und bis heute gehalten? Warum erzählt man sie sich bis heute auch in Deutschland? Naja, dafür müssen wir noch einmal 150 Jahre weiter in die Zukunft springen, nämlich in die 1930er Jahre. Ihr wisst, das ist die Zeit, in der in Deutschland die Nationalsozialisten an der Macht waren. Und auch in den USA gab es Menschen, vor allem Deutschstämmige, die gesagt haben, das, was die Nazis machen, ist gut, das wollen wir hier auch in den USA haben. Sie gründeten den sogenannten Amerikadeutschen Bund. Meistens einfach nur Bund genannt. Dieser Bund machte große Veranstaltungen, zum Beispiel im Madison Square Garden in New York mit mehr als 20.000 Menschen. Er hatte eigene Zeitungen und er verbreitete vor allem immer wieder eine Theorie. Nämlich die Theorie, dass das Deutsche über allem steht und dass das Deutsche fast auch über den USA gestanden wäre, hätte es da nicht eben diese eine Stimme dagegen gegeben. Und diese Legende von der Abstimmung über Deutsch als Sprache in den USA, die wurde damals besonders verbreitet und das so erfolgreich, dass wir sie uns bis heute erzählen und dass bis heute viele Menschen glauben, ja, das war tatsächlich so. Dabei ist das alles zum Großteil erfunden. Heute, im 21. Jahrhundert, ist Deutsch, vorsichtig gesagt, nicht so wirklich wichtig. Schauen wir uns mal die Zahlen an. Unter den Top 15 der Sprachen weltweit ist Deutschland nur auf Platz 13, hinter Telugu, das in Südindien gesprochen wird, und Javanisch aus Indonesien. Rund 100 Millionen Menschen in 19 Ländern sprechen Deutsch. Klingt erstmal viel, ist aber verglichen mit anderen Sprachen gar nichts. Auf den ersten Plätzen liegt Chinesisch als Sammelbegriff für die Familie verschiedener chinesischer Sprachen mit 1,3 Milliarden Menschen. Dann kommt Hindi mit 550 Millionen, Spanisch mit 449 Millionen und Englisch mit knapp 400 Millionen. Aber die Zahlen führen so ein bisschen aufs Glatteis. Englisch gilt zwar als Weltsprache Nummer 1 und ist Landessprache in 36 Ländern, so viel wie nirgendwo sonst. Allerdings liegt es mit einem weltweiten Anteil von 5,3% nur auf Platz 4. Aber trotzdem ist es so, dass Englisch heute als die dominierende Sprache weltweit gilt. Egal ob in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, in der Politik, einfach überall wird Englisch gesprochen. Und dass das so ist, hat vor allem mit der Geschichte zu tun und mit zwei Tatsachen. Einmal mit der Tatsache, dass das Vereinigte Königreich Großbritannien lange Zeit die dominierende Macht war, überall Kolonien hatte, überall Länder beeinflusst hat und natürlich auch mit seiner Sprache andere Länder beeinflusst hat. Und zum anderen hat es mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Nie waren die USA beliebter als nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, auch in Deutschland. Die USA galten als die Macht, die den Westen wieder
aufbaut, die überall Geld reinpumpt, die dafür sorgt, dass es anderen Ländern wieder gut geht. Und dementsprechend kam auch die Sprache gut an. Die Sprache hatte ein gutes Image, jeder wollte Englisch sprechen, die englische bzw. genauer gesagt die amerikanische Kultur war die vorherrschende, daran haben sich alle orientiert. Und das hat sich im Westen, aber auch im Rest der Welt zu einem großen Teil bis heute nicht geändert. Dazu muss man aber sagen, das war nicht immer so. Noch vor 100 oder 150 Jahren sah es so aus, als könnte auch gut eine andere Sprache diesen Status einnehmen. Zum Beispiel Deutsch. In der Wissenschaft zum Beispiel wurde vor allem Deutsch gesprochen. Hing damit zusammen, dass viele der einflussreichsten Wissenschaftler auf der ganzen Welt in Deutschland lebten, auf Deutsch veröffentlicht haben und daran haben sich viele orientiert. Dann gab es allerdings zwei Ereignisse, die das komplett geändert haben und Deutsch sozusagen ins Jenseits befördert haben. Ihr werdet es euch denken können, der Erste und der Zweite Weltkrieg. Schon während des Ersten, aber vor allen Dingen während des Zweiten Weltkriegs wurden Deutsche in den Vereinigten Staaten zum Beispiel teilweise in Lager gesperrt, weil man befürchtete, sie wären Agenten, Spione, was auch immer. Ihre Bücher wurden verbrannt, sie durften nicht in der Öffentlichkeit Deutsch sprechen und vieles mehr. Ein ziemlich dunkles Kapitel, über das heute kaum noch gesprochen wird. Ich habe euch dazu unten was in der Infobox verlinkt. Die Folge war, dass Deutsch die Sprache des Bösen wurde, die Sprache, die niemand sprechen durfte und dementsprechend hat sie auch ihren Status verloren und davon hat sie sich bis heute nicht erholt. Auch wenn das Goethe-Institut neulich in einer Untersuchung herausgefunden hat, dass Deutsch die viertbeliebteste Fremdsprache weltweit ist. Aber das bringt nichts. Den Status, den Deutsch mal vor 100, 120, 150 Jahren hatte, wird es vermutlich nie wieder einnehmen können. Aber was wäre, wenn die Geschichte anders verlaufen wäre? Wenn Deutsch diesen Status doch bekommen hätte und bis heute hätte. Naja, springen wir mal wieder zu der Geschichte vom Anfang. Ende des 18. Jahrhunderts. Deutsche Auswanderer bringen tatsächlich eine Petition vor das Repräsentantenhaus, in der sie darum bitten, darüber abstimmen zu lassen, ob Deutsch die offizielle Amtssprache der Vereinigten Staaten von Amerika werden könnte. Und das Repräsentantenhaus entscheidet sich mehrheitlich dafür. Auch der Präsident gibt seinen Segen und ab dann ist klar, Deutsch wird die Sprache der Vereinigten Staaten. Alle Amerikaner müssen Deutsch künftig als ihre Sprache Nummer 1 behandeln und das machen sie auch. 100 Jahre später ist es schon selbstverständlich, dass überall in den Vereinigten Staaten von Amerika Deutsch gesprochen wird. In den Schulen wird auf Deutsch unterrichtet, an den Universitäten, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, überall wird Deutsch gesprochen. Und das hat auch politische Auswirkungen. Die schwierigen Beziehungen zwischen Großbritannien und den USA, die man aus dem Unabhängigkeitskrieg noch kennt, die bleiben bestehen. Stattdessen suchen sich die USA einen neuen Verbündeten, nämlich das Deutsche Kaiserreich und auch Österreich-Ungarn, dort, wo eben auch Deutsch gesprochen wird. Es gibt eine enge Beziehung, einen engen Austausch und das wirkt sich dann auch noch auf andere Bereiche aus. Zum Beispiel auf die Wirtschaft. Deutsch sein und die deutsche Sprache sind um das Jahr 1900 herum absolut angesagt. Nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern, die sich daran orientieren und sagen, ja, das finden wir gut. In den USA selbst bricht eine regelrechte Deutschmania aus. Man überlegt sogar, ob man den Präsidenten in Kaiser umbenennen soll, einfach weil man das so toll findet. In dieser Situation spitzt sich die weltpolitische Lage immer weiter zu. Es kommt tatsächlich zu einem großen weltweiten Krieg. Allerdings sind die Seiten ganz anders verlagert, als wir das in der Realität erlebt haben. Auf der einen Seite sind England, Frankreich, Russland, auf der anderen Seite das Deutsche Kaiserreich, Österreich, Ungarn, ein paar andere Mächte noch und die Vereinigten Staaten. Durch die Unterstützung der Vereinigten Staaten von Amerika nimmt der Krieg einen ganz anderen Verlauf als in der Realität. Er geht nur 2 Jahre, bis 1916 und endet mit einem großen Sieg des Deutschen Kaiserreichs, Österreich-Ungarns und der Vereinigten Staaten. Die schicken zuerst nur Waffen, später Soldaten und letztendlich entscheiden sie den Krieg mit. Danach ist nichts mehr so, wie es war und es gibt eine völlig veränderte Weltlage. Und diese Weltlage wird maßgeblich beeinflusst durch einen Vertrag, der zum Ende des Krieges geschlossen wird und der die Reiche von Deutschland und Österreich-Ungarn massiv vergrößert. Zulasten anderer Länder, zum Beispiel zulasten Frankreichs oder Polens. Und einige Jahre später kommt es dann zu etwas, was man immer wieder überlegt, aber dann wieder verworfen hat. Jetzt wird es in die Tat umgesetzt. Man vereinigt Deutschland und Österreich zu einem Großdeutschen Reich. Und dieses Großdeutsche Reich dominiert fast ganz Europa, entweder direkt oder indirekt. Und dann hat dieses Großdeutsche Reich eben noch einen mächtigen Verbündeten, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika. Wäre das wirklich so gut gewesen? Naja, das ist schwer zu sagen und wir sind ja sowieso schon stark im Bereich des Spekulativen unterwegs. Aber überlegen wir mal weiter. Wir haben also dieses große Blockbündnis im Westen. Was haben wir im Osten? Ja, da haben wir Russland beziehungsweise die Sowjetunion. Die hätte es ja auch gegeben und sie hätte sich auch immer weiter vergrößert. Es wäre also vermutlich zu einem Kalten Krieg der Mächte gekommen und dieser Kalte Krieg hätte schon viel früher begonnen, vielleicht mit einem Wettrüsten, vielleicht letztendlich auch mit einem Atomkrieg, der die Welt an den Abgrund gebracht hätte.
Man weiß es nicht. Und noch etwas anderes hätte schädlich sein können für dieses Großdeutsche Reich. Nämlich zum einen, dass es viele Minderheiten gegeben hätte, die vielleicht eigene Sprachen gehabt hätten und die hätten irgendwann zur Rebellion aufgerufen und zur Rebellion hätte es auch kommen können, weil es ja den Kaiser weiterhin gegeben hätte. Deutschland wäre keine Demokratie gewesen und das hätte auf Dauer vielen vermutlich nicht gepasst, weil man ja in Amerika gesehen hätte, dass es da ganz anders läuft. Letztendlich hätte dieses Großdeutsche Reich an seiner Größe zerbrechen können, so wie viele andere Weltreiche vor ihm auch schon. Zum Beispiel das Römische Reich oder auch das Persische Reich. Möglich wäre das gewesen, aber man weiß es natürlich nicht. Okay, aber jetzt sagen wir mal, alles wäre optimal verlaufen, Deutschland wäre zu einer Demokratie geworden, die Mächte hätten sich irgendwie untereinander geeinigt, es hätte keinen großen Krieg gegeben und so weiter und so fort. Wie wäre die Situation heute? Ja, es wäre schon so, dass Deutschland vermutlich die Sprache wäre, die die meisten Menschen auf der Welt sprechen würden. Das wäre für uns ganz einfach, egal wo wir hinreisen, wir können davon ausgehen, die Leute verstehen uns. Das Internet wäre auf Deutsch. Begriffe wie Post, Link, Community würde es so nicht geben. Die gäbe es zwar weiterhin auf Englisch, würde aber keiner benutzen, es gäbe deutsche Entsprechungen. Facebook, YouTube, alles das würde anders heißen. Aus heutiger Sicht klingt das dann alles komisch, aber vermutlich wäre das so gewesen. Und auch die amerikanische Kultur wäre nicht vorherrschend, sondern die deutsche Kultur. Hollywood, Silicon Valley und vieles mehr, das gäbe es sicherlich, aber in einer anderen Prägung. Ob man das gut findet oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, und was bedeutet das jetzt unterm Strich? Naja, zuerst mal muss ich sagen, das ist natürlich meine Interpretation. Es hätte auch ganz anders laufen können. So genau weiß das niemand, alles Spekulation. Vielleicht habt ihr ja auch noch Ideen, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Klar ist aber, das Deutsche, und zwar nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur, hätten heute einen ganz anderen Status. Vielleicht auch deutsches Essen. Ob das so gut für die Welt wäre, das sei mal dahingestellt. Wo wir gerade viel über Geschichte sprechen, habe ich noch eine Empfehlung für euch. Wenn ihr oben auf das i klickt, kommt ihr zum Kanal Mr. Wissen to Go Geschichte. Das ist ein extra Kanal für Geschichtsthemen. Vielleicht kennt ihr ihn schon. Wenn nicht, abonnieren kann ich euch sehr empfehlen. Und empfehlen kann ich auch dieses Video hier neben mir. Was wäre, wenn Adolf Hitler den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte? Eines der am häufigsten gewünschten Themen in den vergangenen Jahren von euch. Da gibt es ein Video dazu. Würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Und wie gesagt, auch das höchst spekulativ. Danke für eure Meinung in den Kommentaren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.